So, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Tutorial-Video von Feescreen Sim. Heute schauen wir uns das Element Detection Flag aus unserem Baukasten einmal an. Detection Flag kann an beliebigen Elementen angebracht werden und wird von unseren Sensoren detektiert. Somit kann man genaue Bereiche definieren, die von einem Sensor detektiert werden sollen, auch wenn das restliche Bauteil sich auch im Sensor befindet. Und für unser Beispiel füge ich als erstes einmal einen Bumper ein. Und an diesem Bumper möchte ich jetzt eben eine Schaltfahne oder eine Detection Flag anbringen, die von einem bestimmten Sensor dann eben detektiert werden soll. Dafür markiere ich mir eben unseren Bumper jetzt und wähle das Element Detection Flag und wähle eben unter den Optionen, wo ich dieses Bauteil jetzt einfügen möchte, eben die Selektion an. Und ich möchte es gerne in der X-Achse etwas verschoben gleich anbringen, dass ganz klar ersichtlich ist, wo unsere Detection Flag sich befindet. Also wähle ich jetzt einfach mal 2 Meter Offset von dem Mittelpunkt unseres Hauptelements und mache den Detection Flag etwas kleiner mit 0,8 Meter und füge unseren Detection Flag an. Und durch unsere Eltern-Kind-Beziehungen, die wir bereits durch die anderen Tutorial-Videos kennen, und durch das Einfügen haben wir eben auf der Selektion eingefügt, also wir haben unseren Bumper oben als Hauptelement und das Detection Flag unten als das Kindelement, und wenn wir unser Hauptelement wieder verschieben, verschiebt sich auch unser Detection Flag mit unserem Bumper. Und als nächstes möchte ich eben jetzt diese Schaltfahne detektieren. Dafür brauchen wir einen Sensor, denn Sensoren sind das Element, mit dem wir eben Detektionen durchführen können, und diesen Sensor fügen wir direkt am Cursor ein. Um nun die Schaltfahne mit unserem Sensor eben detektieren zu können, müssen wir unserem Sensor wie gewohnt bereits sagen, welches Element er detektieren soll. Dafür markiere ich mir unseren Sensor und wähle unter den Eigenschaften eben, er soll jetzt diese Schaltfahne detektieren. Und in dem Augenblick, wo diese Schaltfahne jetzt in unseren Sensor reinkommt, also wenn die Detection Flag unseren Sensor berührt, bekommen wir sofort dann eben diesen Farbumschlag, was genauso ist, als ob es ganz normale Sensordetektion ist von zum Beispiel einem Payload. Und man sieht auch, wenn ich den eben schräg einfüge oder wenn ich in dem Augenblick, wo ich halt diese Kante dann eben berühre, also unsere Detektion ist auch sehr akkurat, um wirklich auch komplizierte Elemente detektieren zu können. Gut, der Detection Flag können wir jetzt auch noch weitere Optionen zum Beispiel angeben, also wir kopieren uns jetzt zum Beispiel mal dieses Hauptelement und fügen dieses Hauptelement am Cursor ein. Damit bekommen wir eben, weil wir das Hauptelement kopiert haben, jetzt beide Elemente sofort in unserer Simulation. Also wir haben jetzt hier unseren zweiten kopierten Bumper und zusätzlich auch unseren zweiten Sensor. Und ich benenne jetzt mal die Elemente, um dass klar ist, welche Elemente wo sind. Also wir haben hier unseren Bumper 1 und hier unseren Detection Flag 1 und das ist unser Bumper 2 und unser zweiter Detection Flag. Und was auch noch möglich ist, und das ist auch generell für die Sensordetektion möglich, wir können unseren zu detektierenden Element auch Bezeichnungen mitgeben, sogenannte Marks. Und wir finden eben unter den Eigenschaften hier die Mark-Eigenschaft und wir geben einfach mal hier an detektiere. Und unserem Sensor sagen wir eben, er soll jetzt nicht nur alleine die Detection Flag Option wählen, sondern zusätzlich möchten wir noch gerne Use Detection Mark und wir geben diese Bezeichnung, die wir vorher an dem Detection Flag angegeben haben, noch unserem Sensor für die Detektion. Und wir haben jetzt folgende Situation, wenn ich eben jetzt diesen Sensor mit unserem Element, das den Mark hat, bedämpft, sehen wir sofort den Farbumschlag und könnten somit auch dieses Element dann auch mit Signalen verbinden aus einer Steuerung. Und wenn ich das Ganze eben mit einem Element mache, das diesen Flag nicht besitzt, dann geht dieser Sensor durch das Element eben, oder der Sensor bedämpft eben nicht, obwohl eigentlich dieses Element durch den Sensor hindurchkommt. Und somit kann man auch eine Granularität erreichen, also man kann genau bestimmte Elemente eben detektieren lassen und andere Elemente eben nicht detektieren lassen. Und das war es eigentlich schon wieder mit unserem Detection Flag. Wie gesagt, dieser lässt sich an jeglichen beliebigen Bauteil anbringen.
sei es jetzt an einer EHB oder an irgendwelchen anderen Elementen, wie zum Beispiel einem Bumper, einem Förderer oder sonstigen. Und der Einsatz ist vor allem zum Beispiel bei einem Drehtisch recht praktisch oder bei anderen Elementen, die man eben spezifisch an einer bestimmten Stelle mit einem Sensor erkennen möchte. Das war's schon wieder mit diesem Tutorial und wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß beim Simulieren.